Heute eigentlich ein paar lustig peinliche Momente aus meinem Leben mit euch teilen, um ein bisschen zu lachen und ein bisschen aufzuzeigen, was für Streiche mir mein buntes Brain gespielt hat, aber sie miaut die ganze Zeit. So, ich versuche es jetzt einfach nochmals und wenn es miaut, dann miaut es. Die Welt ist ja wirklich gerade ziemlich aus den Fugen und meine Themen sind ja normalerweise auch eher ein bisschen schwer, logischerweise. Und ich hatte einfach Bock auf ein bisschen Leichtigkeit. Und was gibt es Schöneres, als über mich selbst ein bisschen zu lachen? Und ich möchte übrigens damit nicht sagen, dass Autismus oder ADHS irgendwie peinlich ist oder dass wir uns für irgendwas schämen sollen oder dass wir keine guten Personen sind deswegen. Überhaupt nicht. Aber die Situationen, die mir passiert sind, die sind mir passiert und ich kann sie nicht mehr ändern. Und ich lache halt einfach gerne über solche Dinge und ich liebe Situationskomik sehr. Und ja, darum möchte ich ein paar Anekdoten hier mal platzieren. Und wenn ihr auch solche peinlich lustigen Geschichten habt, die verursacht wurden von eurem bunten Brain, vermutlich, dann teilt sie mit mir in den Kommentaren. Denn ich möchte mich nicht so alleine fühlen und ich möchte gemeinsam lachen. Also keine Geschichte zu peinlich. Fangen wir mal an mit dem normalen Sachen und dann gehen wir langsam zu ein bisschen more juicy stuff. Naja, also eine Sache bei mir ist und war auch immer so, dass ich manchmal nicht so gut bin darin, meine Umgebung zu scannen und Leute wahrzunehmen. Und als ich in der Oberstufe war, hatte ich einen neuen Mathelehrer. Die Antipathie beruhte definitiv auf Gegenseitigkeit. Und ich glaube, so am 2. oder 3. Schultag bin ich direkt nach der Schule an den See gefahren und habe mich mit meiner Mama getroffen. Und dann habe ich ziemlich fest über meinen Mathelehrer hergezogen und mich beschwert. Und dann habe ich schon gesehen, vor mir war da so eine Familie mit kleinen Kindern und das war sehr laut. Und habe ich mich auch noch darüber aufgeregt, dass das jetzt so laut ist und so. Ja, jedenfalls hat sich dann die Person irgendwann zu mir umgedreht, also der Mann, der vor mir saß und hat mich angeschaut und sagte, Hi Simi, ihr ahnt es war der Mathelehrer. Und er saß nicht etwa 5 oder 10 Meter von mir weg, sondern ungefähr 1,5, 2, weil Sommer in der Badeanstalt, nicht wahr? Ja, ich wollte meinen Namen ändern und auswandern. Leider musste ich am nächsten Tag in die Schule wandern und das Grinsen meines Mathelehrers habe ich doch ein bisschen verdient. Ne? Speaking of Mathelehrer und Schule, meine Lieblingsgeschichte, wo meine ADHS mir fast den größten Streich, glaube ich, gespielt hat von vielen Streichen, war der Walk of Shame mit meiner Schultasche. Die einen kennen die Geschichte bereits schon. Ich habe es tatsächlich geschafft und es würde mich nicht wundern, wenn das derselbe Nachmittag gewesen wäre, wie als ich über meinen Mathelehrer hergezogen hatte. Ich habe es tatsächlich geschafft, meine Schultasche da am See liegen zu lassen. Und gemerkt habe ich das natürlich erst am nächsten Morgen, weil wir vermutlich keine Hausaufgaben auf hatten oder ich vergessen hatte, dass wir sie auf hatten. Jedenfalls, musste ich dann mit meiner Mutter an den See fahren und da kam schon der ziemlich genervte Bademeister mit der Schubkarre auf uns zu, also zufälligerweise, und auf dem Haufen Laub, Dreck, whatever it was, lag meine unschuldige neue Schultasche. Und natürlich war ich schon zu spät dran und ich musste dann mit dem Rad in die Schule fahren. Das war für mich verboten, weil ich zu nahe an der Schule wohnte. Und selbstverständlich hat mein Mathelehrer das dann auch mitgekriegt. Ja, beliebt gemacht habe ich mich definitiv nicht bei ihm. Ich hätte aber jetzt noch tausende anderer solchen Geschichten aus der Schule, die mir natürlich damals super unangenehm waren, wo ich aber jetzt einfach sage, ach nee, arme Simone irgendwie. Einfach wirklich so die Verpeiltheit pur und nichts mit Absicht natürlich. Und teilweise habe ich aber Dinge gemacht, bei denen ich sage, eigentlich sehr, wie soll ich sagen, kreativ, ne? Also ich hatte auch manchmal für irgendwelche Geometrieprüfungen weder Zirkel noch mein Geodreieck dabei und dann habe ich halt einfach irgendwie Blätter benutzt und keine Ahnung, Sachen, die rund waren und habe dann so
Pi mal Daumen die Aufgaben gelöst und manchmal war ich so gut darin, die Dinge zu schätzen, dass der Lehrer mir sogar einen Mitleidspunkt oder 2 geben musste. Also kreativ wurde es doch auch mal zwischendurch. Und ich habe, glaube ich, diese Eigenschaft, so gut zu sein in kreativen, shitty Workaround-Lösungen, die habe ich mir, glaube ich, da angeeignet. So, jetzt gehen wir mal so in Richtung Beziehungen und soziale Dinge, denn ich sehe einfach ganz viele soziale Differenzen, wenn ich jetzt im Nachhinein so drauf schaue. Ich meine, ich weiß nicht, ob das ADHS oder Autismus oder was auch immer war. Ich kann es nicht sagen, welche Seite das dafür verantwortlich war wirklich, aber es gibt einfach ein paar Auffälligkeiten, die sind nicht von der Hand zu weisen. Also, ich war öfter mal eine Meisterin darin, quasi so Regeln, ungeschriebene nicht zu können und nicht zu kennen. Das hat dazu geführt, dass ich mich regelmäßig leider auch verplappert habe über gewisse Dinge. Nicht, weil ich es böse meinte oder weil es mir egal war, sondern einfach weil mein Brain. Und eine Situation war eher unangenehm und im Nachhinein aber schon doch ein bisschen witzig, weil ja, es ist halt einfach wirklich wie aus einem schlechten Film. Da kam der Partner einer damaligen Freundin, so Teenagerzeit, bei mir an und ich habe den auch schon gekannt, wir waren auch gemeinsam mal unterwegs, kam bei mir an und sagte so, hey, XY wird doch jetzt 16 bla bla bla. Und ich so, nö, sie wird erst 15. Und dann ging's los. Dann hat er mich mit großen Augen angeschaut. Ha, ich wusste es. Und dann habe ich kapiert, so, oh nein, diese Freundin hat sich ein bisschen älter gemacht, weil sie sich geschämt hat, dass sie halt noch nicht 15 war und oder auch noch nicht 16. Und das gab natürlich ein bisschen Ärger, aber ich wollte einfach ehrlich sein. Weil für mich ist klar, ich lüge nicht einfach. Und wenn mich jemand etwas fragt, dann gebe ich eine ehrliche Antwort. Also im Nachhinein weiß ich natürlich, dass ich einfach hätte Ja sagen sollen, weil ich hätte offensichtlich kapieren müssen, dass sie das ihm so gesagt hat und dass ich dann das mitspielen muss. Aber nicht die Simone, nein. Und ich bin auch froh, dass ich später keine solche Freundschaften mehr hatte, wo ich solche Sachen tun musste, ehrlich gesagt. Es gab so einen kleinen Wirbelsturm im Glas. Am Schluss gab es keine Konsequenzen. Aber für mich war das natürlich super unangenehm. Und ich habe mich gefühlt, als müsste ich eine mega schwierige Algebra-Aufgabe lösen, um zu verstehen, was jetzt da eigentlich genau passiert ist. Speaking of verplappern. Ich habe auch schon jemandem am Telefon gesagt, hey, wir sehen uns an der Überraschungsparty. Leider war das die Überraschungsparty der Person am Telefon. Also die Person am Telefon hat nichts davon gewusst. Nachher schon, weil sie konnte 1 und 1 zusammenzählen. Und dann gab es da auch die schönen Situationen, wo ich Menschen miteinander verwechselt habe. Nicht, weil sie mir egal waren, nicht, weil ich sie nicht gut kannte, sondern weil mein Brain die Leute in Gesichtskategorien einteilt. Und wenn ich jemanden eine Weile nicht gesehen habe oder ein paar Jahre nicht gesehen habe, weil ich sie aus der Schule kannte oder so, dann konnte es mir einfach passieren, dass ich gewisse Menschen ausgetauscht habe miteinander oder gewisse Menschen von später mit den Menschen verwechselt habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn gemacht hat. Ich hoffe es. Und es gab wirklich so Situationen, wo ich nach Minuten Gespräch mit jemandem plötzlich realisiert habe, warte mal, das, was die Person jetzt mir erzählt hat, das kann irgendwie nicht übereinstimmen mit der Person, die ich im Kopf hatte. Und ja, also ich habe halt dann teilweise wirklich versucht, mich aus der Situation zu ziehen, mich davon zu stehlen. Aber ich habe halt auch oft ehrlich gesagt, du, sorry, ich dachte, du seist XY, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Aber es ist halt so fies irgendwie, weil es ist ja nicht böse gemeint, aber glücklicherweise war es meist eigentlich eher lustig, peinlich eben, als irgendwie schlimm. Schlimmer aber ist für mich oder war für mich die Erkenntnis, dass ich nicht gut bin darin, zu merken, was ein normales Treffen ist oder was ein Date sein soll. Also heutzutage kapiere ich es ein bisschen besser. Ich muss auch nicht daten, ich habe eine Beziehung, aber trotzdem, wie oft ist es mir passiert,
dass jemand sich mit mir verabredet hat und ich dachte so, yay, ein Treffen mit jemandem, mit dem ich mich gut verstehe und das wird bestimmt lustig und wie lieb ist das, dass wir jetzt uns da mal außerhalb der Schule oder was auch immer treffen. Und ja, das Gegenüber hat das aber nicht als normales Treffen gesehen und das merkt man ja dann meist dann, wenn die andere Person irgendwie einen Step macht, einen Schritt macht. Und da hat es schon gegeben, dass ich vor jemandem die Türe zugeknallt habe, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, ups, das ist kein unschuldiges Treffen, weil ich dann einfach überhaupt nicht reagieren konnte, irgendwie adäquat. Aber das Schönste war der mit den Schmetterlingen. Es brauchte eine gute Freundin von mir, die mich darauf aufmerksam machte, dass etwas ein Date war, obwohl es so offensichtlich war, dass es ein Date hätte sein sollen. Denn da wollte sich jemand mit mir an einem Ort treffen, wo man Schmetterlinge beobachten konnte und ein Ort, der so malerisch abgelegen ist. Und es kam mir keine Sekunde in den Sinn, dass das hätte ein Date sein sollen, weil ich liebe Tiere. Ich liebe Tiere fotografieren. Und ich fand es einfach schön, dass jemand mit mir Schmetterlinge und Vögel fotografieren wollte. Was soll ich sagen? Ich sage besser nichts dazu. Ich bin einfach froh, dass ich Freunde habe, die mich auf solche Dinge aufmerksam machen können. Aber lasst uns noch mal kurz raus aus diesem Dating-Territorium und zu einer anderen Geschichte, bei der ich auch immer zuvorderst mit dabei war, und zwar Dinge nicht mehr finden oder sie auf eine ungewöhnliche Weise dann wiederfinden. Es gab eine Situation, wo meine Mutter Schokomousse gemacht und dann habe ich den Teller mit dem Schokomousse nicht mehr gefunden. Also ich habe ihn irgendwie ins Zimmer genommen, da war er weg. Meine Mutter kam rein und sagte so, hey, wo ist denn das Ding? Und ich war so völlig verwirrt. Oh Gott, ich hatte den gerade noch da. Oder war es im Wohnzimmer und ich war auf dem Sofa, ich weiß es nicht mehr. Und wir sind fast durchgetreten, haben so rumgeschaut und dann bin ich aufgestanden. Ratet? Ja, ich bin drin gesessen. Ich habe es geschafft, mich auf den Teller zu setzen. Frag mich nicht, fragt mein Brain. Für heute ist das alles und jetzt hätte ich wirklich gerne, wenn ihr auch eure peinlich lustigen Geschichten mit mir teilen würdet in den Kommentaren, sonst fühle ich mich so ein bisschen entblößt, aber andererseits ja auch selber schuld. Ich habe mich dazu entschieden. Und ja, ich freue mich schon, 1, 2, 3 Geschichten von euch zu lesen. Und wenn euch das gefallen hat, dann schenkt mir gerne einen Like und ein Abo. Abonniert auch gerne meine Newsletter, wenn das etwas für euch ist. Und wenn ihr Bock habt auf eine Community, dann kommt in meine Bunte Brains Community. All das findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das war einigermaßen lustig für euch. Und danke fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss!